Herzlich willkommen zu einer neuen Lecture der CAD Akademie, diesmal zum Thema Realexperimente in der Stadtentwicklung. Mein Name ist Rico Herzog und ich freue mich heute mit meinem Kollegen Martin Niggemann aus dem City Science Lab in Hamburg vorstellen zu können, aus der Maßnahme 4 Transformative experimentelle Stadtforschung, wie man methodisch an Realexperimente herangeht, welches Wissen dabei generiert werden kann und welche Transformationsprozesse damit einhergehen. Wir möchten gerne 6 praxisorientierte Schlüsselaussagen erläutern und dabei darstellen, auf was es bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Realexperimenten ankommt. Dazu ein paar Impressionen von unserem ersten Realexperiment, was im Dezember 2021 hier im City Science Lab der Hafen City Universität stattgefunden hat. Unter dem Motto Verkehr, Verkehr ging es dabei primär darum, zusammen mit 20 SorgearbeiterInnen tägliche Wege, Mobilitätsmuster und Erfahrungen in der Stadt anhand eines hierfür von uns entwickelten digitalen Tools zu erfassen, um daraus wiederum Handlungsempfehlungen für die Stadtentwicklung ableiten zu können. Die Technologieforschung in Form der Tools haben wir damit in Maßnahme 4 mit sozialwissenschaftlicher Forschung zu unbezahlter Sorgearbeit verknüpft, um durch ebenso ein Experiment in dem Reallabor Hamburg Zukunftsszenarien für eine gemeinwohlorientiertere und eine transformative Anwendung des Connected Urban Twin zu schaffen. Im Rahmen von insgesamt 6 geplanten Realexperimenten möchten wir dazu in Hamburg Daten erheben und erlebbar machen, die neben den vor allem technischen Prozessen auch die soziale Textur der Stadt in einem digitalen Zwilling repräsentierbar machen soll. Die Verknüpfung der Themen Sorgearbeit und Mobilität ist dabei der erste von uns gewählte Use Case. Doch was ist die Methode dahinter? Im Rahmen der transformativen Wissenschaft werden Transformationen wie beispielsweise die Digitalisierung oder die Transformation hin zu einer nachhaltigen integrierten Stadtentwicklung erforscht und aktiv angestoßen. Reallabore sind dabei die zentrale Methode. Wir sehen hier auf der linken Seite den Transformationszyklus. Es ist ein zyklischer Prozess, bei dem Systemwissen, Zielwissen und Transformationswissen miteinander verknüpft werden. Die einzelnen Schritte sind die Problemanalyse, die Visionsentwicklung, die Realexperimente und danach das Diffusion und Lernen, bevor der Prozess wieder von vorn beginnt. Davon ausgehend, was es gibt, dem Systemwissen und der Problemanalyse, was sind eigentlich die Probleme oder die Handlungsspielräume von integrierter Stadtentwicklung, generieren wir Visionen oder möchten wir Visionen entwickeln, in welche Richtung die Transformation vonstatten gehen soll. Wo möchten wir hin, ist dabei die Frage. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir Realexperimente um. Das sind gezielte Interventionen in einem Reallabor, also in einem zeitlich und räumlich abgegrenzten Forschungslabor in der realen Welt. Dabei geht es gerade darum, dass es keine sterilen Labore sind, sondern es um reale Prozesse geht und Interventionen in einer realen Welt vorgenommen werden. Die Rolle der Forschenden ist dabei tatsächlich, dass sie in das Handeln der realen Welt eingreifen, nicht als Beistehende nur begleiten, was passiert. Während solchen Realexperimenten und Interventionen wird Transformationswissen gewonnen, was dann wieder durch den Diffusions- und Lernprozess in die nächste Problemanalyse eingehen kann, wo das Problem nachgeschärft werden kann und auf Grundlage des vorhandenen Transformationswissens nachjustiert werden kann oder darauf aufgebaut werden kann, was den Transformationsprozess vorantreibt. Aber was bedeutet das konkret? Genau, danke Rico. Wie anfangs ja schon versprochen, haben wir versucht, anhand von 6 Kernmerkmalen einmal herauszuarbeiten, was Realexperimente sind und ausmachen. Erstens, ein Realexperiment zielt darauf ab, realweltliche Transformationen zu unterstützen, zum Beispiel indem Lernprozesse angestoßen oder Akteurinnen vernetzt werden. Wie das funktionieren soll und welche Transformationen in welchem Bereich unterstützt werden, muss vorher festgelegt und das Realexperiment daraufhin konzipiert werden. Daher ist ein Realexperiment auch mehr als ein Ausprobieren und dann schauen wir mal, sondern stattdessen basieren Realexperimente auf wissenschaftlich gestützten Vorannahmen, anhand derer
die Ergebnisse der Realexperimente ausgewertet und interpretiert werden können. Die zweite Aussage. Dennoch gehen Realexperimente üblicherweise mit Überraschungen einher und vielfach wird überraschendes Wissen produziert. Gerade das ist eine Stärke dieses Forschungsansatzes und steht nicht im Widerspruch zum ersten Punkt. Dasselbe gilt für die Tatsache, dass sich die Rahmenbedingungen von Realexperimenten nur schwer kontrollieren lassen. Am deutlichsten hat das bei unserem Verkehr-Realexperiment wohl die Corona-Situation gezeigt, die ja erheblichen Einfluss auf unser Setting, das gewonnene Wissen, die Kommunikation des Wissens und womöglich auch die Auswirkungen hatte. Punkt 3. Neben realweltlichen Transformationen zielen Realexperimente darauf ab, Transformationswissen zu gewinnen. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur aussagt, was erreicht werden sollte, sondern ganz konkrete Aussagen darüber trifft, wie dies in einem bestimmten Kontext erreicht werden kann. Punkt 4. Wissensproduktion in Form von Transformationswissen und realweltliche Transformation sind methodisch zu verknüpfen. Oftmals finden daher mehrere Realexperimente statt, die aufeinander aufbauen und das zuvor gewonnene Wissen berücksichtigen. Unsere Forschungsagenda in M4 sieht im Verlauf des Projektes insgesamt 6 Realexperimente vor. Jedes Realexperiment baut dabei auf vorher generiertes Wissen des anderen Realexperimentes auf. Um Realexperimente vorzubereiten, durchzuführen und zu evaluieren, dienen in der Regel Reallabore. Diese stellen einen festgelegten zeitlichen und räumlichen Rahmen dar, in dem die Realexperimente eingebettet sind. Sie bilden quasi den zuvor genannten Kontext und grenzen diesen ein. Dies erfordert sehr viel Vor- und Nacharbeit und ein sehr intensives Zusammenarbeiten mit Praxisakteurinnen, was insgesamt zudem sehr, sehr viele Ressourcen beansprucht. Wir verstehen in unserem Fall, für den Fall unseres Realexperimentes und für unsere verantwortlichen Teilarbeitspakete die Stadt Hamburg als unser Reallabor, als unseren räumlichen Rahmen für unsere Realexperimente. Kommen wir zum letzten Punkt. Scheitern ist okay, aber man muss daraus lernen. Das heißt, selbst wenn die Transformationsziele nicht erreicht werden, kann trotzdem Transformationswissen generiert werden. Dies erfordert aber in der Regel, dass ich Realexperimente einerseits methodisch sauber vorbereite und anschließend genauso sauber evaluiere. Auf der letzten Folie haben wir nochmal alle 6 Aussagen zusammengefasst, sozusagen als Learnings, die hier aus der Lecture mitgenommen werden können. Realexperimente sollen Transformation unterstützen. Realexperimente sind überraschend. Realexperimente produzieren Transformationswissen. Realexperimente bauen aufeinander auf. Realexperimente sind in Reallaboren eingebettet. Scheitern ist okay, aber man muss daraus lernen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.